Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit mehr Real-Life-Themen und direkt das erste. Tatsächlich habe ich heute Geburtstag. Ich wollte das Video eigentlich gestern aufnehmen, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Deswegen ist jetzt tatsächlich auch mein Geburtstag, an dem Tag, wo das Video auch tatsächlich hochgeladen wird. Zur Sicherheit sage ich noch das Datum 3. September tatsächlich. Ja. Und das Thema des Videos oder die Themen des Videos sind einfach ein bisschen Real-Life-bezogener, nicht so sehr Flive-bezogen. Vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern, solche Videos habe ich früher tatsächlich sehr, sehr viel gemacht, lustigerweise. Es gab eine Zeit, da habe ich fast nur solche Videos hochgeladen. Wer das OG Flive-LP von mir gesehen hat, weiß das. Da habe ich teilweise 50 Folgen am Stück eigentlich nicht einmal wirklich über das Spiel groß geredet. Also es lief halt immer als Hintergrund-Gameplay sozusagen, aber war halt auf jeden Fall nicht Hauptthema, also ein paar Minuten vielleicht, aber nicht viel. Und ja, so ein ähnliches Video wird das heute auch. Und das Hintergrund-Gameplay hier gerade mit meinem schlechten Schmuck. Ich bereue es gerade ein bisschen, weil der Schmuck ist echt scheiße. Mit meinem schlechten Schmuck und mit meinem 160er hier ein paar PK-Chips farmen. Aber ja, das ist quasi hier Inti-Red +1, Mighty +1, Demol +19 zwar, aber dafür Inti +7, also absoluter Drecksschmuck. Aber für ein paar Kraken dachte ich, reicht's. Allerdings, wenn man so viele pullt wie ich jetzt hier gerade, dann... Ja, und ohne Link-Attack wird es tatsächlich ein bisschen viel. Aber egal, es ist wie gesagt jetzt nur ein paar PK-Chips und vor allem um diese 30 Kills voll zu kriegen. Also jetzt nichts irgendwie weltbewegendes oder so. Ist nicht so schlimm, wenn da ein paar weglaufen. Also jetzt gerade habe ich aus irgendeinem Grund... Wieso habe ich so viele gepullt, Alter? Das sind 50 Stück oder so, what the fuck? Na egal. Jedenfalls kamen in letzter Zeit immer wieder Rückfragen, wenn ich im Stream darüber geredet habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das offiziell hier auf dem Kanal, glaube ich, noch nie so richtig verkündet habe. Also wenn, dann ist es halt in ein paar Videos so ein bisschen angeschnitten worden. In Stream-Highlights wahrscheinlich irgendwie. Aber so richtig, glaube ich, ja, ausführlich noch nie darüber geredet. Und ich meine, gut, alle paar Jahre kann man ja mal wieder so ein Live-Update machen sozusagen. Und ja, das große Thema, was quasi im Raum steht, ist, dass ich jetzt mein Studium tatsächlich beendet habe. Und ich jetzt 5 Tage arbeite statt 3 Tage. Und ja, das war, glaube ich, auch ein paar Leuten nicht bewusst. Vor allem ein paar Hatern habe ich immer das Gefühl. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit 3 Tage gearbeitet. Also es gibt ja Studenten, die machen Vollzeitstudium und chillen wirklich in ihrer Freizeit dann nur daheim oder so. Je nachdem, wie viele Vorlesungen sie haben. Will ich natürlich auch nicht kleinreden. Es gibt natürlich extrem harte Studiengänge, wo man das halt auch wirklich braucht, die Vollzeitzeit fürs Studium. Es gibt aber auch Studiengänge, wo man übelst viel chillen kann. Ist halt immer so eine Sache, muss ja jeder selber wissen. Aber ich habe halt nebenbei gearbeitet, 3 Tage Vollzeit. Und jetzt arbeite ich ganz normal wieder 5 Tage. Und das Studium an sich habe ich jetzt abgeschlossen. Bachelor of Laws bin ich jetzt offiziell. Und genau. Und das heißt, jetzt könnte ich zwar theoretisch meinen Master machen, aber ich habe jetzt gerade... Also ich mache es seit 10 Jahren quasi, so kurzer Rückblick. Besuche ich jetzt durchgehend irgendwelche Schulen. Also es ist echt so, wie es jeder sagt, aber das kann man halt als Jugendlicher, kann man das einfach nicht verstehen. Haben mir mal alle gesagt, oder was heißt alle gesagt, aber so ein bisschen so, man bereut, dass man sein Abitur nicht gemacht hat, wenn man es dann später doch haben will oder braucht oder halt studieren will, weil, ja, also ich habe halt eine Ausbildung gemacht, 3 Jahre, dann habe ich mein Abitur nachgeholt, 2 Jahre und jetzt habe ich 3 Jahre studiert und jetzt habe ich quasi 8 Jahre nur damit verbracht, ein Studium zu machen, was jeder, der aufs Gymnasium gegangen ist, quasi instant hätte machen können. Das ist schon ziemlich dämlich, muss man sagen. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich meine, wenn ich so dran denke, wie ich so mit 16 Jahren drauf war oder mit 17 Jahren, da war ich halt literally ein anderer Mensch einfach. Und es hätte damals auch legit nicht funktioniert, wenn ich da angefangen hätte, was zu studieren. Ich hätte es safe nicht geschafft, weil ich da einfach ganz anders eingestellt war und so. Aber man muss halt wirklich erstmal so so einen richtigen Drecksjob haben, wo du doch wirklich so ein absoluter Fußabtreter bist. So ein richtiges Stück Scheiße. Musst du erstmal realisieren, wie kacke das eigentlich ist und dass man das halt echt nicht will. Oder ich wollte das auf jeden Fall nicht so. Und ja, deswegen habe ich jetzt studiert. Und ich hoffe mal, dass es besser ist. Aber mein aktueller Job ist eigentlich echt ganz geil. Und ja, ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich zuerst gemacht habe. Und genau. Und da bleibe ich jetzt erstmal. Es ist halt leider immer noch in München, weil es einfach echt schwierig ist, außerhalb von München, sag ich mal, coole Stellen oder gute Stellen zu finden. Und außerdem ist halt noch das Ding, also ich habe zwar jetzt gesagt, also ich werde jetzt erstmal nicht meinen Master machen, aber vielleicht will ich es nächstes Jahr machen oder übernächstes Jahr.
Und den Master müsste ich dann auch wieder in München machen. Das heißt, sich jetzt eine Arbeit zu suchen außerhalb von München, nur um dann nach 1, 2 Jahren wieder zurück nach München zu gehen, wäre auch extrem dämlich. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall mal 1, 2 Jahre da chillen, ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann kann ich mich ja quasi wegbewerben. Und ich denke mal, es steht im Lebenslauf oder so besser da, wenn man Berufserfahrung in einer Großstadt hat und dann in eine Kleinstadt geht, weil ich wohne in einer Kleinstadt, in einer sehr kleinen Stadt. Und ja, ich denke mal, damit kann man dann ziemlich fett Bonuspunkten. Also ich denke, das wird einem dann schon eher höher angerechnet auf jeden Fall. Und von dem her, und ich meine 1, 2 Jahre mehr als, ich meine, das ist ja auch 3 Jahre durchgehalten, das Pendeln passt schon. Und momentan sind die Aussichten auf Homeoffice auch ganz gut, wobei man sagen muss, dass jetzt dann aktuell Schulferien sind und bei uns in der Arbeit halt echt extrem viele Leute mit Kindern sind, die jetzt alle ihren Urlaub quasi genommen haben. Also hast teilweise richtig gemerkt, du schreibst so eine E-Mail an 3 Leute und es kommen einfach 3 Nachrichten zurück, ja, ich bin nicht da, ich bin erst in 2 Wochen wieder da, so ungefähr. Hat man jetzt schon krass gemerkt, da war jetzt natürlich nicht so viel los. Aber ich bin guter Dinge, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass ich halt nicht jeden Tag auf jeden Fall pennen muss, sondern maximal 3-mal hoffentlich die Woche. Vielleicht im schlimmsten Fall 1-mal, 4-mal die Woche. Aber meistens wird es wohl 2- bis 3-mal sein und wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar nur 1-mal, wenn in einer Woche einfach keine Termine sind, wenn da nichts wirklich ansteht. Dann auch nur 1-mal. Und dann ist es halt auch gar nicht mehr so schlimm mit der Distanz, weil ich finde 1-, 2-mal pennen die Woche im Vergleich zu 3- oder 5-mal, ich meine, das ist schon echt krass. Also der Unterschied ist geistesgestört. Vor allem bei meiner Zeit, weil ich bis zu 3 Stunden unterwegs bin. Also es ist meistens knapp unter 3 Stunden, aber durch die Bahn mit den permanenten Verspätungen auch gerne mal über 3 Stunden. Und da ist es schon wirklich ein Segen, mal ein paar Tage am Stück Homeoffice zu haben. Oder halt, wie gesagt, mehrere Tage die Woche Homeoffice zu haben. Das ist halt ein geistesgestörter Unterschied. Aber ja, das war im Endeffekt so das große Update, sag ich mal, über das ich, wie gesagt, noch nicht wirklich hier groß geredet habe. Und ja, ansonsten wird sich nicht viel ändern. Also ich werde weiterhin probieren, den Content genauso zu machen. Täglich ein Flive-Video, falls das irgendjemand noch nicht wusste, dass ich das mache, weil ich mache das seit literally 4 Jahren am Stück oder so schon. Täglich ein Flive-Video plus Flive-Stream. Ganz selten mal, dass es ausfällt. Es könnte tatsächlich sein, dass heute ausfällt. Also eigentlich nicht, aber es wird wahrscheinlich extrem spät werden heute, weil wir gehen halt essen. Und ja, kann jetzt sein, dass es 21:30 Uhr oder sogar 22 Uhr wird. Mal schauen. Also wird auf jeden Fall ein Late-Night-Stream. Und ja, also täglich Stream, täglich Flive-Video, täglich Highlight-Video vom letzten Stream. Dann noch die ganzen zusätzlichen Highlights, meistens in Shorts-Form auf dem Drittkanal. Und dann noch täglich 2 Genshin Impact-Videos auf dem Genshin Impact-Kanal. Und das alles neben Vollzeit arbeiten. Bin mal gespannt, ob ich es durchhalte. Aber momentan, wie gesagt, läuft es eigentlich ganz gut. Durch das Homeoffice spare ich mir halt viel Zeit. Also an Homeoffice-Tagen habe ich halt dann entsprechend literally diese 3 Stunden, die ich länger unterwegs bin, habe ich halt effektiv länger Zeit für Videos und so. Oder halt, um noch eine Runde zu pennen. Und auch mal 2, 3 Stunden länger zu schlafen. Und ja, das alles summiert sich halt schon extrem auf jeden Fall in Lebensqualität. Und ja, wie gesagt, bin mal gespannt. Und ansonsten wird sich, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich viel ändern. Also hoffe ich. Also es kann halt natürlich sein, dass es irgendwann zu viel wird und ich dann doch mal irgendwas runterschrauben muss. Aber ja, das, keine Ahnung. Ich meine, da kommt halt mal einen Tag vielleicht dann kein Video oder so. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe schon mal drüber nachgedacht, irgendwie den Stil meiner Videos ein bisschen zu verändern und weniger Videos zu machen, dafür aufwendigere Videos. Aber das Problem ist, ich habe in der Vergangenheit schon teilweise echt aufwendige Videos gemacht und die kriegen oft leider überhaupt nicht die, sag ich mal, also ich sag nicht, dass jedes Video irgendwie, wo man viel Zeit reinsteckt, automatisch auch dann viele Aufrufe oder so kriegen muss. Aber teilweise ist es halt wirklich auf YouTube echt, ja, manchmal ist es schon ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen unfair an. Also es gibt Videos, da steckst du halt 10 Minuten rein und die kriegen, keine Ahnung, 3000 Aufrufe nach ein paar Monaten. Und es gibt Videos, da steckst du literally 5 oder 6 Stunden rein und die haben nach 10 Jahren 500 Aufrufe und dann denkst du ja dann schon so, ja, Alter, das ist schon ein bisschen scheiße. So, also, ja, teilweise ist es echt schwierig. Man kommt natürlich auch immer aufs Thema an, keine Frage. Aber, ja, mein Flive ist halt auch generell einfach so niche, muss man sagen. Das ist halt generell auch schwierig mit extrem auffälligen Content, weil ich sag mal so, deutsche Flive-Videos, also das ist halt auch das nächste Problem, dann noch deutsche Flive-Videos, dann nicht mehr Englisch, was die größte Zielgruppe ansprechen würde. Ja, ist halt, also ich meine, da kannst du 3 Wochen an einem Video arbeiten, das perfekte Video wahrscheinlich craften
Und wäre mal interessant natürlich, wie sowas langfristig performen würde. Aber am Ende des Tages wird das halt wahrscheinlich nicht mal die 5000 Aufrufe knacken. Nach Monaten. Und das ist halt irgendwie ja manchmal auch ein bisschen frustrierend, in dieser Nische zu stecken. Aber egal. Ja, ansonsten, wie gesagt, zum Geburtstag, ach so, die letzten Jahre habe ich immer zum Geburtstag ein Upgrade-Special gemacht. Mir ist aufgefallen, dass mit den Lightning-Karten hätte ich eigentlich zum Geburtstag hochladen sollen oder zum Geburtstag feamen können. Aber da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, weil ich das schon letzte Woche aufgenommen habe. Das Video war schon ein bisschen älter. Ich habe es halt nur erst vor 2 Tagen hochgeladen oder so. Genau. Also da habe ich verkackt, hätte ich eigentlich machen können, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Und ansonsten habe ich leider momentan nichts zum Upgraden, weil da kann ich auch gleich noch ein Update sagen. Es gibt jetzt ja Doppel-Upgrade-Events auf Burudeng während FEC. Also zumindest gab es jetzt ein Doppel-Upgrade-Event auf Burudeng während FEC. Das heißt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es das nächstes Jahr vielleicht wieder gibt. Und darauf spekuliere ich und deswegen spare ich jetzt alle meine Products bis nächstes Jahr FEC auf Burudeng. Also außer für sowas wie die E-Product, weil die E-Product haben ja keine doppelte Chance dann. Aber so grundsätzlich war das jetzt eigentlich mein Plan, alle meine Products zu sparen, weil ich eigentlich momentan nichts wirklich upgraden will. Und genau, das heißt, es gäbe jetzt wahrscheinlich sowieso sehr lange keine richtigen Upgrade-Videos mehr außerhalb vom FEC-Server. Und der ist ja auch bald vorbei. Genau. Ja, aber ja, leider zum Geburtstag kein wirkliches Giveaway. Kein wirkliches Upgrade-Video, aber ein Giveaway wollte ich eigentlich sagen. Und zwar habe ich noch bei meinem Ranger, habe ich mal aus Versehen gekauft. Bei den F-Coin-Einlösungen habe ich mal aus Versehen eine Box zu viel gekauft. Da gab es doch mal diese Box, halber Preis, doppelte Chance auf Speedset im Cash-Shop, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Und davon habe ich tatsächlich eine zu viel gekauft und es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber hey, immerhin besser als nichts. Und die könnt ihr gewinnen. Ihr müsst einfach nur euren Burudeng-Char-Namen, bitte richtig geschrieben, in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr diese Box gewinnen. Also die hat quasi ursprünglich 350 F-Coin gekostet. Effektiv ist sie 1400 wert, weil sie hat doppelte Chance auf ein Speedset und doppelte Chance auf ein 10% Speedset natürlich. Ich meine, doppelte Chance auf ein Speedset, es sind nur Speedsets drin. Doppelte Chance auf ein 10% Speedset meine ich natürlich. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Sets drin sind. Ich habe gerade den Char gar nicht online, der sie hat. Oh, nevermind, doch, habe ich. Nevermind, ich habe sogar einen richtigen Char online. Na gut, dann können wir uns ja fast gleich angucken. Genau, auf jeden Fall gibt es die zu gewinnen. Einfach euren Burudeng-Char-Namen in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mir noch einen zusätzlichen Gefallen tun wollt zum Geburtstag, dann klickt in die Videobeschreibung und abonniert meinen Drittkanal quasi, da gerade Road to 500 Abonnenten dort läuft. Und es fehlen noch, glaube ich, 140. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da noch vorbeischaut. Und wo ist die Box? Hier. Second Anniversary Costume Lucky Box. This box contains a random costume with speed bonus. You can select your gender after opening the Lucky Box. Also wie gesagt, das ist schon das ist ein paar Monate her vom Second Anniversary. Wie gesagt, ich habe eine zu viel gekauft. Ich habe damals schon gesagt, ich werde die wahrscheinlich irgendwann mal random vergiveawayen. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Dieses Random Giveaway ist jetzt. Und ja, viel Glück auf jeden Fall an euch alle. Danke auf jeden Fall für den langjährigen Support. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht bei mir im Real Life. Aber wenn ihr da irgendwas wissen wollt, beziehungsweise werdet ihr es wahrscheinlich eher über den Stream erfahren als in Videos, weil wie gesagt, die Videos zeige ich eigentlich rein fachlich meistens. Außer Stream-Highlights natürlich das nicht, aber die Flive-Videos, die größeren, die sind ja eigentlich rein Flive bezogen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Meine Buffs laufen aus und ich habe auch echt keinen Bock mehr mit diesem beschissenen Schmuck weiterzuspielen. Deswegen danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video oder im Livestream wieder. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Schaut vorbei und ciao, ciao.